So, hallo zurück. Wir hatten lange kein Let's Play mehr und wir dachten uns einfach mal, dass wir mal ein neues Setup ausprobieren und einfach mal ein Android Let's Play machen. Und ich habe mir dafür ausgesucht Baphomets Fluch, den Director's Cut auf Android. Ja, und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Hier ist mein Finger. Ich hoffe, man kennt alles. Ja, man müsste. Gut, dann gehen wir mal Optionen. Kann man da irgendwas einstellen? Das heißt Feedback. Ach, das ist nur. Ja, das kann man erstmal so lassen. Okay. Dann fangen wir einfach an. Paris, city of love, romance, and dreams. So they say. I used to say it too, but ever since that day, the day of the murder, I've always associated my beloved Paris with death. I was at home having a bath when my editor called. Collard, get your ass over to the Palais Royal now. You got an interview. With Pierre Carchon. Yes, the Pierre Carchon. No photos, so leave your gear at home. He asked for you personally. Don't ask me why. Anyhow, this could be big, so if he makes a pass, don't forget. Just smile, say yes, and keep taking notes. So charming and so very apt. Pierre Carchon was a media king, a national hero, and one of the most infamous adulterers in Europe. He and his wife Imelda were just one step down from royalty. Whoa, I hate mimes, but unless you humor them, they don't go away. Here I was, the palace of the Media King and the Ice Queen. I pressed the doorbell and set in motion a chain of events which would change my life forever. Yes? What is it? Madame, my name is Nico Collard. I'm here to see Monsieur Carchon. Come up, we're on the first floor. Madame Carchon, it's a pleasure to meet you. Yes, I'm sure. The Ice Queen was certainly living up to her reputation. Will you be staying for the interview? Mademoiselle, I know little of my husband's business affairs, and I care even less. I certainly have no intention of watching him pore over yet another pretty little journalist. Pretty. You're too kind, madame. Ah, the talented and very beautiful Mademoiselle Collard. Such a pleasure to meet you at last. Monsieur Carchon, I am honored. Oh, I'm sure you are. Call me Pierre, please. But I do not flatter you idly. I was a friend of your father. He was a great man. My father, he never mentioned. He and I were very close. And then his death. So tragic. I must... Imelda, your damned cat's in my study again. Another Ming vase, I suppose. Excuse me for one moment, my dear girl. You journalists are getting younger each year. Perhaps it's the rest of the world getting older, madame. That was no cat. God, what? Monsieur Carchon!
vorgeschlagen. He's dead. I must call the police. You'd better stay here. There was a man. It was the mime. Do you think he... Well, I believe we can rule out suicide, don't you? No wonder they called her the Ice Queen. She would have been top of my list of suspects if I hadn't seen the attacker myself. And if I hadn't come across a couple of murders just like this already. One of the most important men in Europe murdered. And here was I, Nico Coulard, alone at the scene of the crime. Should I wait for the cops? Or start my own investigation? It was a no-brainer. So. Was haben wir denn hier? Da unten das Buch hat gerade geblinkt. Also. Entspanne mich in der Badewanne, als mein Verleger Ronny anrief, bat mich zu interviewen, habe mich sofort an die Arbeit gemacht. Ja gut, das ist mir. Also, so wie ich das verstanden habe, haben wir jetzt... Ach, es gibt da noch weiter. Unheimlicher Pantomime außerhalb von Charles Patmore. Kalt wie Eis. Und ein Schuss eilte hinterher, ertappte Pantomime, der über Leiche stand. Pantomime schlägt mich K.O., empfinde beinahe Mitleid. Ja. Okay, was muss ich hier machen? Zurückdrücken. Okay, gut. Also, wir sollen jetzt der Sache selber auf die Spur gehen. Da gucken wir uns doch erstmal den Mann an. Ist da was zu sehen? Ich muss auf die Mimes and guns don't usually go together, but I had an idea that this was no ordinary mime. I'd come across this murderer before and written about him. The costume killer, at least that's what I'd called him. Okay, nicht irgendwas. Ah, da kann ich hinklicken. Some people hate searching corpses for clues. Me, I'm okay with it. Reminds me of an old boyfriend. Ich glaube, den Text müsste man so lesen können, aber der Text ist auch nur der deutsche Text zur englischen Sprachausgabe. Was haben wir hier? In his pocket, I found a ticket stamped Bateau de la Conciergerie. Taking the ticket meant I tampered with the evidence. There was no going back now. Das habe ich jetzt eingesteckt. Das hier unten ist wahrscheinlich meine Tasche. Um einen Gegenstand auf dem Bildschirm zu benutzen, berühre ihn ein paar Sekunden lang, bis er über deinem Finger erscheint. Ja, okay, gut. Zieh ihn dann, ohne den Kontakt zum Bildschirm zu verlieren, über einen Hotspot und lass es los, sobald eine goldene Umrandung erscheint. Warum muss ich denn zurückdrücken, um den Dialog weiterzustellen? Das ist ja schwachsinnig. Ah, jetzt kann ich das da drauf ziehen und was passiert jetzt? Ah, das war jetzt vielleicht zu langsam. Okay, nochmal. No. No. Okay, das war wohl falsch. Carchon had been shot. Ja, da wären wir nicht drauf gekommen. His lifeless eyes stared blankly at nothing. I closed his eyes. It was the least I could do for the poor fellow. Ja, jetzt sieht er nicht mehr ganz so komisch aus. Oh, geht hier noch irgendwas? Da oben ist was. Was ist das? It was one of my hair clips. My favorite, in fact. It must have fallen when I was knocked down. Ihre eigene, okay. Zum Glück untersuchen wir den... Ah, das ist nur das Menü, okay. Zum Glück untersuchen wir den Tatort, sonst hätte die Polizei vielleicht schon gesagt, dass wir das waren. Gut, aber ich glaube, hier kann ich... Nee, da wurde mir nur gesagt, dass er erschossen wurde. Nö, ich glaube, das war's dann. Was kann man hier... A bust of Pierre Carchon, humble servant of la France. Okay, was kann man hier noch... You had to end it to the Ice Queen. She sure knew her fabrics. Okay, ja, jetzt habe ich mich verklickt. A small round piece of glass had been cut out of the pane. Oh. This was a professional job. Ja, das glaube ich auch. Gucken, ob man da was sehen kann. This was the work of the mime. Unless the cat was in on it too. Okay, dann schauen wir mal. Achso, da kann ich noch auf. I didn't want to cut myself and leave blood on the glass.
Call me old-fashioned, but I like to keep my DNA to myself. Okay, gut, vielleicht muss ich aber Handschuhe finden oder so, dass ich dann dran kann. Aber schauen wir erstmal hier weiter. Da das Bücherregal blinkt. Was gibt's da? The bookcase was filled with obscure first editions. Okay, da gibt's dann wohl jetzt noch eine Büste. Na komm. Achso. Pierre Cauchon again. His eyes seemed to follow me around the room. Was gibt's denn hier noch so? Achso, ne, ihn hatte ich ja schon. Okay, was hier ist das Fragezeichen hier oben? Ne, Rätseltipps wollen wir erstmal nicht. Rätseltipps ist ja doof. Hier kann ich nichts machen, bei ihm kann ich nichts machen. Das Buch habe ich schon, das Regal habe ich. Dann gehe ich vielleicht mal wieder raus. Mal sehen. The police could turn up at any minute. Somewhere there were clues to the murder, and I needed to find them. Genau. Hier kann ich hingucken. A fine Baroque door. It would. Oh Mist, nochmal. A fine Baroque door. Jetzt sagt sie es nicht mehr toll. The door was locked. Okay. A Louis XIV's table with an antique cloth. Imelda had taste. But hey, with a husband that rich, taste is easy. Ich versuche mal die Helligkeit noch ein wenig runterzumachen. Vielleicht kann man den Text dann sogar lesen. A medieval pageant. Nein, nicht wirklich. Original, no doubt. The Das bringt gar nichts. Aber gut. tapestry must have cost a fortune. Was ist das hier? It was a tube of acrylic paint. French ultramarine. Das kann ich das. Ne, das kann ich nur anfassen. Aber da unten war noch ein Zettel. Ich hab dich doch gesehen. Just the color I was after for my bathroom. I'm sorry, I have to go. Someone is... Ah, das war nur die Farbe, okay. Young lady, what are you doing? Oh, this paint. It's my favorite color. For God's sake, keep the damn stuff. Okay, ist immer noch garstig. Das Bild habe ich doch schon. Ich kann doch nicht mit dir reden. Ich kann das Telefon angucken. Even the telephone was antique. Never trust anyone who owns a phone like that. Okay. There was no one I needed to phone. Not until I had solved this case. Was kann man denn... Kann ich hier hin? It was the way out. A beautiful, expensive, antique way out, but the way out nevertheless. Vielleicht muss ich auch einfach nach draußen gehen. I thought of leaving, but was sure there was more to dann find. habe ich alles. Was könnte ich denn noch anklicken? Sie kann ich nicht antippen. Schauen wir mal. Notiz auf dem Tisch. Ah, doch, da. Okay, was haben wir hier? A beautiful cloth had been draped over the table. It was embroidered with an unusual cross. Okay. I reckoned that cloth might just turn out to be useful. Jetzt habe ich es einfach... Oh, da ist ja ein There Schussloch. was a tiny hole in the tabletop. Part of the inlay had been chipped away. Okay, doch kein Schussloch. Even my fingernail wouldn't fit into such a small hole. Ah, aber ich kann da bestimmt die... Aha! funktioniert. Nico, you are just so damn good at this stuff. A key had been hidden in a secret compartment. A modern key. Okay. Instead of comforting Imelda, I was ransacking her flat. Why? Because there was something going on here, and I had to get answers before the cops arrived. And hey, she'd been rude to me, so she had it coming. Okay, kann man hier noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus, dann gehen wir mal wieder raus.
ist das hier? Okay, da kann ich nur drauf A gucken. magnificent antique table. Da kann ich aber nichts weiter machen. Das habe ich mir auch schon angeguckt. Die Frage ist, wo dieser Schlüssel zupasst. Also der Tür bestimmt nicht. Sie hat ja gesagt, eine moderne. The door was locked. Können wir mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. A modern key on an antique door. It wasn't going to work. Okay. Die Übersetzung ist eh nicht die allerbeste. Aber sonst gibt es hier irgendwas. Da vorne ist ein Schloss, aber das ist was anderes. Ist aber auch kein Schlüssel oder so. Das dann ein Geheimfach wäre. Aber da kann ich Not a good idea to touch the broken glass. Kann ich da irgendwas mit anfangen? Nicht damit? Nee, okay, das funktioniert nicht. Die Karte macht keinen The Sinn. tube of paint from Imelda's easel. French ultramarine. Farbe macht nicht wirklich Sinn. Karte macht auch keinen Sinn. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Dann habe ich irgendwas übersehen. Die Tür können wir nicht öffnen. Wo könnt ihr dann noch... Da gehe ich nur wieder an die Stelle, wo ich das Ding gefunden habe. Das habe ich schon gemacht. Nein, hier wird nichts weiteres sein. Ah, jetzt kann ich mit ihr reden, okay. Imelda looked shocked, but still every bit as hostile. Jetzt kann ich mit ihr labern. Excuse me, madame. Yes? Imelda might not have been so cool with me poking around if I'd shown her the key I'd found. Okay, ich soll ihr den Schlüssel nicht zeigen. Frag ich sie mal wegen dem You're Kreuz. upset, madame. Please take this. That is the lace cloth from the table. What can you be thinking? Okay, keine gute Idee. Was war das nochmal? So, Achso, das war so ein her Ausweis. husband took secret boat trips. Did she really need to see the ticket? Why would a mime want to kill your husband? Pierre had plenty of enemies. Half the husbands in Paris for a start. How did your husband know my father? I have no idea. You didn't know him? Thierry Collard? Pierre knew a lot of people I didn't know, most of them women. Okay. I am so sorry for your loss, madame. No, you're not. You're a journalist. Journalists don't feel sorry. Not true. We shall see. Okay, ich kann ihn nochmal Why anklicken. did your husband send for me? What did he want to discuss? I have no idea. His business was his business. He never told you anything. No, and frankly, I preferred it that way. This is quite a scoop for you. I suppose you're already inventing the headlines. Just because I am a journalist. Don't patronize me. You're all cut from the same cloth. Do you have any moral sense at all? Hab ich oder nicht? Ja, hab ich. Yes, that's why I do this job. You do it to see your name in print. As if my editor gets the byline, I just do the work. Well, don't expect my sympathy. The police will be here soon, madame. Is there anybody you would like me to contact? Family, friends? No, I have no family. Pierre and I were... He was all I had, really. Not much, was it? The dutiful wife. That was my role. He never talked, never let me in. I know one thing, madame. What? If you want to find out who killed your husband, then you let me do the job, not the police. Why? How do I know I can trust you? Ja, wieder die gute Seite. Your husband invited me here today because he needed me. I think he knew somebody wanted to kill him, and he knew I could help. I doubt it was your database he was after. You're wrong. I was onto his killers already. I am sure of it. Please, you owe it to him. I don't know. All I need is a few more minutes to look around before the police come. You really do have a moral sense, don't you? I trust so few people. And perhaps Pierre really did think that you could help. Of course it wouldn't have stopped him seducing you too. Here, take this.
It's the key to the drawing room next to the library at the end of the hall. It was Pierre's room. I rarely went in there. I couldn't. I was too scared of what I might... Versuchen das mal besser hinzukriegen mit dem Licht, mit dem Blöden. find. Thank you. I promise you won't regret this. Ja, okay. Jetzt habe ich den Schlüssel für den anderen Raum bekommen. Nein, lass mich in Ruhe. So, kann ich hier? Ach verdammt, jetzt habe ich mich verklickt. Nein, bitte lass mich nicht rausgeflogen sein. Okay. So, der neue Schlüssel müsste der hier sein. Und dann öffnen wir die Tür. Now we were getting somewhere. Okay. Das ist wirklich ärgerlich mit der Helligkeit. Aber es wird schon gehen. Okay, jetzt ein Bild. The painting showed the Cachons together, in love. As the poet said, the past is a different country. Or did I read that in a fortune cookie? Was ist das hier? Aha! There was a small button hidden in the picture frame. There was the very faintest of clicks. Okay. Was ist hier passiert? Even the light switch looked impressive. Okay, den kann man auch drücken. I didn't need the lights on. Ach, It was light enough already. können wir noch irgendwas klicken? Die Couch kann man sich angucken. The sofa was antique. For one horrible moment, I had an image of a naked Cachon wriggling around on it with a young journalist. Oh. This wasn't the time for me to lie on this sofa doing my Marie Antoinette impression. Though it is very popular at parties, especially with gay guys. Don't ask me why. Okay. Gut. Hier kann ich nichts weiter tun. Was haben wir hier? As expected, the desk was yet another priceless antique. Yawn. The blotter and in tray had clearly been placed with mathematical precision. Okay. Das kann ich mir angucken. It was a sheet of blotting paper in a leather holder. Its cracked surface looked ancient, reminded me of its owner. Okay. Können wir das I didn't need a sheet of blotting paper. Not while it was blank. Was haben wir hier oben? Da ist nix. My heart skipped a beat. It was a carved elephant. But not just any carved elephant. It had been made by my father. I knew for Okay. certain because in my apartment I had its exact twin, carved into a box he had made. So Cachon had known my father. They really must have been friends. Okay, interessant. Also, der Mann und unser Vater sind wohl miteinander befreundet. Und vielleicht wollte er uns irgendwas Wichtiges erzählen, als er uns hierher gerufen hat. I decided to take the carved elephant. It clearly meant nothing to Imelda. Ja, genau, hatte ich auch gemacht. The in-tray, like everything else in this place, was beautiful. One day I was going to have an in-tray like that, even if I had to sell my apartment to pay for it. Okay. I didn't want to take the tray, but I knew that I could use it. Okay. Aber gut. Hier ist sonst, glaube ich, jetzt nichts mehr. Okay. Was haben wir hier noch? Das Bild kann man nicht angucken. Das Bild haben wir schon. Okay. Da geht es wahrscheinlich nicht weiter. It was a back door. Oder was ist da? Locked. Not surprising, really. Okay. Gut, ich nehme an, dass dieses Klicken was mit dem anderen Raum zu tun hatte. Ich gehe mal gerade nochmal zurück. Hat sich hier irgendwas verändert? Nö. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Hier sieht es auch nicht nach Veränderung aus.
ist auch nichts Neues. It contained rows of titles I didn't recognize. Merkwürdig. Okay. Dann habe ich... Vielleicht gehe ich nochmal ans Bild. Ah! Okay. Behind the picture was a safe. Ja, da passt vielleicht der kleine Schlüssel rein, den neumodischer. Offensichtlich. There was a strange stone cylinder in the safe. Okay. In the safe was some kind of artifact. There were strange symbols on its surface. It looked like the printer's blocks I'd made at art school. If there was one thing I'd learned about symbols, they are always important. But these symbols scratched into stone were impossible to read. I needed to find a way of printing them. At least the stone was round. But what could I use for ink? And what could I print on? Sure, I was stealing, but I knew Imelda didn't know about the artifact, and Carchon was past carrying. Ich glaube, das Problem kann ich lösen. Wir könnten noch die Farbe als Druckertinte nehmen und dann diese komische servierte Tischauflage als... Ah, ich kann vielleicht dieses blaue Ding hier, das Teil da nehmen und die Farbe reinmachen. Genau. Jetzt nehme I'd ich das spread blue Artefakt. paint over the bottom of the tray. It was ruined. I was a very bad girl, Ja, but das tut mir also furchtbar quite a leid. clever one. Genau. Und jetzt nehme ich das Ding, lege es da rein und roll es rum. I rolled the artifact in the paint until it was completely coated. Okay, aber das sieht ja jetzt schon aus wie das Ding auf dem... No. An antique tray. Not a lot I could do with that. Ja. There were still some traces of paint in the tray. It would never be the same again. Aber warum kann ich das denn nicht benutzen? Ich dachte, das würde so funktionieren. Also das geht nicht. No. Okay. Mit dem Elefanten kann ich ja nichts anfangen. No. Mit der Karte auch nicht. No. Ich muss ein Stück Papier finden noch oder so, damit kann ich bestimmt was No. anfangen. Okay, gut, das hat keinen Sinn. Wo könnte man ein Stück Papier finden? Man könnte ein Stück von der Leinwand abmachen, vielleicht die in einem anderen Zimmer lag. Oder ein Stück von einem Buch nehmen aus dem anderen Zimmer. Kann ich hier was wegnehmen? Nee, das geht auch nicht. Imelda had talent, but I certainly wasn't going to tell her that. Oder vielleicht ist hier beim Telefon... Nee, das ist auch nichts. Sonst gibt es ja immer diese Blöcke, die an Telefonen rumliegen. Gut, gehen wir nochmal da rein. Vielleicht kriege ich dann ein Stück Papier irgendwo. Nee. Programming the Z80 by Rodney Sachs. Ah, the romance, the drama, the great classic novels had a lot to learn. Pierre Carchon was Kann ich hier oben noch was machen vielleicht? Nee. Doof. Okay. Vielleicht kann ich mit dem Tuch ans Fenster gehen, ohne mir die Finger kaputt zu machen. Nee, geht nicht. Okay. Das ist aber kein Stück Papier. Ist die Lösung vielleicht doch in dem Raum? Da war doch nichts mehr dran, oder? Ist da noch was dran? Ne, das ist leer. Okay. Der Schreibtisch, ja, eine Schublade hätte man ja gesehen. Das kann man nicht anklicken. I didn't need a sheet of blotting paper. Not while it was blank.
Doch, natürlich brauche ich das. Das kann ich doch There were benutzen. still some traces of paint in the tray. It would never be the same again. Warum kann ich das dann? Ich müsste ein Löschpapier nehmen und das da drauflegen. It was a sheet of black. Hm. No. Okay. Löschpapier mit Farbe? Nee. Was könnte ich denn noch machen? Viel bleibt ja nicht mehr übrig. Schauen wir mal. Was kann man denn hier machen? Ja, Steinzylinder, soweit war ich schon. Das ist schon klar. Das habe ich schon. Das haben wir auch schon. Ja, das hätte ich ja gemacht, wenn das gehen würde. Also da stand, dass man das Ding über... Ach so. Ich soll jetzt... Ich dachte, dieses Ding hier liegt noch in der Schachtel drin, aber das habe ich ja schon im Inventar. Ja, okay, klar. Also das kann ich jetzt übers Löschpapier rollen und dann habe ich natürlich den Abdruck schon. Genius. The roller and the paint worked just as I planned. But what did it say? Ja. Okay. A secret message had been printed on the blotting paper. It was some kind of coded message. It read, sub judice. I may not have learned a lot as a journalist, but that was a term I knew well. It means a legal case that is before the courts. Below it was a sequence of letters that made no sense. Okay. I suddenly realized there was a connection between the boat ticket and the coded message. The boat ticket was stamped Bateau de la Conciergerie. The conciergerie on the Ile de la Cité by the river housed the ancient law courts. So, sub judice could in this case mean literally under the law courts, below the conciergerie. I was pretty sure I'd found all I could here. And besides, all this opulence was making me pine for my regular life of poverty. This was a huge story. It was also one heck of a puzzle with a lot of pieces missing, but I was going to crack it. And if I could just remember the name of that fancy prize you get for being an ace journalist, I was definitely going to win it this time. Okay. Ein Buch hier unten blinkt wieder, aber wir wollen erstmal rausgehen. Die komische Kuh jetzt noch da? Na komm. Können wir das Telefon benutzen? There was no one I needed to phone, not until I had solved this case. Okay, gut. Jetzt haben wir das ja soweit abgeschlossen und weiter geht's dann im zweiten Teil. Bis dann, tschüss!